Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Er ist groß, stark und wunderschön, der Berner Sennenhund. Einer von 4 Sennenhunden, eine von 4 Sennenhunderassen. 3 davon habe ich schon vorgestellt. Den Appenzeller Sennenhund, den Entlebucher Sennenhund und den großen Schweizer Sennenhund. Und mit dem Berner perfektionieren wir nun dieses Quartett. Also, bis gleich. Ja, der Ursprung oder über den Ursprung dieses wunderschönen Hundes ist man sich nicht ganz einig. Viele gehen davon aus, dass der Berner Sennenhund Verpaarungen, Kreuzungen ehemaliger römischer Kriegshunde und ortsansässigen Hunden, die in der heutigen Schweiz, und damals war es noch nicht die Schweiz, lebten, entstanden ist. Ja, andere sagen wieder nein, das kann nicht sein, denn die Römer hatten niemals Einfluss auf das Gebiet der heutigen Schweiz. Doch das stimmt nicht ganz. Die Römer herrschten vom 1. Jahrhundert vor Christi bis 5. Jahrhundert nach Christi im Gebiet der heutigen Schweiz. Diese Theorie könnte also sehr gut einem Fakt entsprechen. Ja. Die Vorfahren des heutigen Berner Sennenhundes, die lebten im bernischen Mittelland und dienten hauptsächlich als Hofhund, Hütehund, Wachhund und Zugtier, also ein reiner Arbeitshund. Er ist groß, stark und beweglich und mit längerem, sehr schön aussehenden Haarkleid ausgestattet. Laut Standard erreichen die Rüden des Berner Sennenhundes bis 70 cm Schulterhöhe und auch die Hündinnen ziehen dann nach und lassen nicht viel auf sich warten mit bis zu 66 cm Schulterhöhe. Und sowohl Rüde wie auch Hündin können sich auf 50 Kilo Gewicht zubewegen. Doch ich sage Ihnen was, ich sah schon einen Berner Sennenhunde Rüden mit knapp 60 Kilo. Die können also anständige Brocken werden, diese Hunde. Ja. Trotz relativ großer oder viel Substanz gilt er als sehr agil und bewegungsfreudig. Er ist ein typischer Arbeiter, möchte ich mal sagen, der einen hervorragenden Familienhund darstellen kann. Er gilt als äußerst loyal, lernbereit und gut sozialisiert, auch recht verträglich gegenüber Artgenossen. Aber wir wissen, das ist immer eine individuelle Geschichte, ganz klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Berner Sennenhunde mit klarem Kopf und gekonnt erzogen entwickeln im Normalfall gut ausgeprägten Wach- und Schutztrieb und passen somit zuverlässig auf ihre Familie auf. Mein Onkel hatte einen tollen Berner Sennenhunde Rüden, einen tollen Gebrauchshund, ein exzellenter SCH2-Hund. Und ich hatte die Ehre und das Vergnügen, diesen Hund unzählige Male figurieren zu dürfen. Ich kann Ihnen sagen, der hatte einen kräftigen, vollen Griff und entwickelte einiges an Energie auf meinem Arm. Viel ging da nicht von den tollsten Rottweilern ab. Das war generell ein sehr toller Hund mit sehr, sehr ausgeprägten, wie soll ich sagen, Will to Please, mit tollen Gehorsam. Und hier beweist es wieder mal, dass, oder wie soll ich sagen, das ist wieder mal ein Beweis, dass man mit allen Hunden arbeiten kann. Mit manchen besser, mit manchen weniger gut, doch ich möchte hier ganz bestimmte Leute ansprechen, die häufig im Besitz von Hunderassen sind, die zum Thema Arbeiten am Hundesportplatz einen Autopiloten eingebaut haben. Schauen Sie, ich schmeiße hier nicht alle Malinois oder deutsche Schäferhunde in einen Topf. Ja. Aber Sie wissen, was ich meine, und kam schon öfter in Kontakt mit Menschen im Besitz solcher Hunde, die meinten, nur diese Hunde taugen tatsächlich für den Abrichtesport. Doch ich sage Ihnen was,
wenn man es kann, dann kann man es. Ja? Und dann muss man nicht unbedingt einen typischen Gebrauchshund besitzen, um mit seinem Hund auch tolle Ergebnisse auf Abrichteplätzen einfahren zu können. Der Berner Sennenhund meines Onkels ist ein sehr guter Beweis dafür. Wir hatten, ich kannte etwa 3 Jahre lang einen Berner Sennenhunderüden, etwa 50 Meter Luftlinie links von mir wohnend, der ein recht großes Grundstück bewachte, mit welchem ich diese 3 Jahre, in denen ich ihn kannte, fast täglich versuchte, Freundschaft zu schließen. Gelang mir nicht. Der Hund war ein exzellenter Bewacher des Grundstücks und traute mir keinen Millimeter über den Weg. Ich wage zu behaupten, dass es vielleicht das letzte Jahr unserer Bekanntschaft etwas entspannter geworden ist, wenn ich vorbeigegangen bin, doch nie und nimmer hätte dieser Hund mit mir wirklich Freundschaft geschlossen, solange ich auf der anderen Seite des Zaunes gestanden bin. Also das war schon ein feuriger, unbestechlicher Wächter, ein großer Rüde, der garantiert an die 70 cm Schulterhöhe hatte und mindestens 50 Kilo auf die Waage warf. Wunderschöner Kerl. Wir haben auch einen Jungrüden aktuell bei uns in der Ortschaft, den ich schon 2-3 Mal mit Vito getroffen habe beim Spazierengehen. Mit diesem Hund scheint vorzüglich gearbeitet zu werden, denn ich weiß, dass mein Hund gern mal, den Checker raushängen lässt, wenn wir auf fremde Rüden treffen. Ich wirke dann zwar auf ihn ein, aber aus verschiedenen Gründen, die ich schon in anderen Videos erklärt habe, gestatte ich es ihm bis zu gewissem Grade, bevor ich ihn wieder stoppe. Ja, zurück zu unseren Erlebnissen mit diesem jungen Berner Sennenhund. Der ist noch kein Jahr alt, wunderschön, dürfte fantastisch erzogen werden. Habe ich bemerkt, als ich das letzte Mal mit Vito an ihm vorbeigegangen bin, Vito rübergepöbelt hat. Ich habe ihn dann natürlich gestoppt. Ich habe an der Reaktion des Berner Sennenhundes gesehen, dass er nicht abgeneigt gewesen wäre, zurückzupöbeln. Merkt aber auch, dass hier sofort die Besitzerin eingewirkt hat auf den Hund. Das hat gefruchtet. Er hat sich zurückgehalten. Ich weiß schon, und ich sage Ihnen was, um diesen Hund nicht zaum zu hauen, also zu zerstören wesenstechnisch, werde ich in Zukunft versuchen, öfter auszuweichen, wenn ich ihn von der Ferne kommen sehe. Da ich weiß, dass ein speziell heranwachsender Hund sich schon leicht von einem pöbelnden Hund auch triggern lässt. Ja? Und wenn man bei diesem Hund gerade dabei ist, diese Unart, wenn ich so sagen kann, diese Leinenpöbelei gar nicht erst aufkommen zu lassen, dann ist es oft kontraproduktiv, wenn man öfter auf einen pöbelnden Hund stößt. Ja? Also man sollte das Ganze schon zuerst mal wirklich festigen, um es nachher als entspannt ansehen zu können, wenn man auf Pöbler trifft. Ja? Deswegen möchte ich den Kontakt mit diesem Hund, solange er noch nicht erwachsen ist, meiden, um der Besitzerin oder dem Besitzer dieses Berner Sennenhundes durch meinen Hund Vito, der da den Chef raushängen lässt, nicht ein Bein zu stellen in der Erziehung. Verstehen Sie, was ich meine? Ein wunderschöner Hund und ich bin mir sicher, der ist in guter Hand. Ja. Für mich ist der Berner Sennenhund, für mich persönlich, ist er der vielseitigste der 4 Sennenhunderassen. Schauen Sie, er ist ein ebenso guter Wächter wie der Appenzeller, der Entlebucher und der große Schweizer, ganz klar. Doch ist er weit führiger als die 3 anderen Sennenhunde. So sehe ich das. Er ist ausgestattet mit mehr Will to Please, weniger dickköpfig, weniger stur. Seine Substanz macht ihn zu einem mindestens genauso effektiven Schutzhund, wie es der große Schweizer ist, aber sein stärker ausgeprägter Will to Please, seine größere Führigkeit macht ihn zu einem besseren. Meiner Meinung nach. Er ist mit Sicherheit der beste Gebrauchshund aller 4, der beste Schutzhund aller 4. Das ist er mit Sicherheit. Den einzigen Nachteil, den er meiner Meinung nach gegenüber den anderen hat, ist das Mehr an Fellpflege, die er benötigt durch sein Haarkleid. Aber das ist nicht für jeden ein Nachteil. Doch, nochmal, obwohl würde ich mir einen Sennenhund nehmen, am ehesten zum Appenzeller tendieren würde, weil er
sich am ehesten eignen würde für meinen Erziehungsstil. Sie wissen, ich forme meine Hunde gerne zu Banditen. Der Appenzeller bietet sich hier am meisten dafür an, meiner Meinung nach. Würde ich den Berner Sennenhund trotzdem als den universellsten aller 4 Sennenhunderassen bezeichnen. Aber das ist ja meine persönliche Meinung, muss ja nicht gleichzeitig auch Ihre sein, ganz klar. Für wen ist dieser schöne Hund geeignet? Nun, der Berner Sennenhund ist schon ein Arbeiter. Ja? Und obwohl er im ersten Moment wirkt wie ein kleinerer, tapsiger Bernardiner oder Neufundländer, ist er weit agiler als die soeben genannten Hunderassen, mit denen ich ihn verglichen habe. Der Berner Sennenhund eignet sich sehr gut als Gebrauchshund. Das sind meine Erfahrungen, meine persönlichen mit ihm, zumindest am besten aller 4 Hunderassen, Sennenhunderassen. Davon bin ich überzeugt. Ein toller Familienhund, der gleichzeitig auch einen tollen Kinderkumpel darstellen kann, wenn man, so wie ich immer erwähne, konnt an die Sache herangeht. Ein Hund für Sportler, auf jeden Fall für sportliche, unternehmungslustige Menschen. Auch eher weniger geeignet für wirkliche Faulenzer, die nicht vorhaben, in Zukunft mit ihrem Hund wirklich etwas zu tun. Da gibt es geeignetere Hunderassen. Ja, ein toller Allrounder, ein zuverlässiger Aufpasser und Beschützer seiner Familie, toller Wachhund, wunderschön noch dazu, das sind sie alle, die Sennenhunde mit ihrer speziellen Färbung, gar keine Frage. Ja, das ist meine Meinung zum Berner Sennenhund und somit hätten wir das Thema Sennenhunderassen mit dem Berner abgeschlossen. Und mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Das nächste Video, welches ich beim letzten schon erwähnt habe, das dann am Samstag folgt, hier habe ich mich doch für ein anderes entschieden, denn hätte ich das gebracht, wo ich gesagt habe, da werde ich kalt warm bekommen von Leuten, die mich privat anschreiben, ich glaube, das wäre etwas zu viel des Guten gewesen. Ja, ich bin mir sicher, 80% meiner Zuseher wären da voll auf meiner Seite gewesen. Aber ich hätte mir mit diesem Video auch sicherlich 20% meiner Zuseher vielleicht endgültig vergrämt. Es ist heutzutage nicht so einfach. Sie verstehen, was ich meine. Doch, ich habe einen tollen Ersatz für Sie gefunden, der genauso viel am Kerbholz hat, aber vielleicht etwas gefilterter daherkommt. Ja. Lassen Sie sich überraschen, ich freue mich schon drauf. Nun, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.